Im Grunde genommen ist auch der Film kein richtiges Sequel. Es ist 20 Jahre passiert, dass die Welt sich wieder aufgebaut hat und sich mehr oder weniger versucht hat, sich für einen erneuten Angriff vorzubereiten. Und es gibt eine neue Generation. Es kommen viele von den alten Kriegern zurück. Und von daher hat es so ein bisschen eine Fortsetzung mehr als ein Sequel. Weil ein Sequel, das macht man nach 2, 3 Jahren und dann ist es meistens auch nicht so viel anders. Und ich glaube, dass der Film sehr viel anders ist als der erste. To work with Roland Emmerich again was fantastic. He's a brilliant director, as you know. And to work with him was great. To work with Liam Hemsworth, fantastic, wonderful, wonderful actor and a great, great man. And nice to do the movie again. People liked the first one. And Judd Hirsch, who played my father, was back. And Bill Pullman was delightful to see again, and Brent Spiner. And many other people, too numerous to mention. But Charlotte Gainsbourg, we had scenes together, and I adored her. And I think she's a wonderful actor and a wonderful person. And it was great doing it again, and Harold's music and working with Harold, spectacular, spectacular. I'm grateful for the experience. I was thrilled. I met with Roland a year and a half ago, or however long ago, and came over to Roland's house in LA, and Harold was there as well, and they basically told me why they wanted to make another film and sort of what the premise behind it was, and it sounded really exciting. I was a big fan of Roland. I love his movies. I think they're exciting and fun, and he seemed very genuine when I met him and like a good person to work with. And then probably 2 months after that, I was in Australia staying with my brother Chris, and my agents called me and said, Roland wants you to put something on tape and send it over, a couple of different scenes. And I said, cool, no worries. And I put it down with my brother Chris, and we did a couple scenes, and then probably a month after that, I got a call and said, yep, it's all good, they want you to do it. I'm like, awesome, great, fantastic. Als Roland den ersten Independence Day Film gemacht hat und den Olymp in Hollywood bestiegen hat, bin ich gerade gefeuert worden als Komponist von einem englischen TV-Movie und habe mir gedacht, er besteigt den Olymp, ich besteige den nächsten Flieger nach Hause, ist besser. Also ich hatte damit gar nichts zu tun. Wir haben uns über seinen nächsten Film dann Day After Tomorrow kennengelernt, und um die Frage zu beantworten, natürlich in so einem Film wie Independence Day, wo es so ein markantes Thema gibt, das man ja in Deutschland ganz besonders kennt, weil es auch ein bisschen ähnlich ist der deutschen Nationalhymne, ne? Außer einem Ton der Unterschied. Aber klar, das haben wir natürlich in guten Momenten, wenn Liam die Aliens dann killt, dann kommt das Originalthema und da 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 da. Working with Jeff Goldblum was very difficult. You know, I love the guy, but no, not at all. Not at all. Greatest challenge. There wasn't, you know, this was such a great experience having someone like Roland Emmerich directing. You know, you can completely give yourself to Roland and trust him and know that he's going to do you justice and everyone else in the film. A particular scene that was difficult to shoot was the very last scene, only because there was 20 different close-ups we had to do, which just took a long time and a lot of different takes. And we shot for 3 days, I think, on this scene. And then after that, it wasn't right, and we rewrote it and then reshot it again. So it was, you know, it was just took a long time. It wasn't any more difficult than usual. Yeah, it was a great experience. I was working with wonderful people. Jeff Goldblum was someone I did a lot of scenes with in this film, and working with him was amazing. He's someone who truly loves acting and loves making movies, and is so passionate about it. And just being with him every day was so much fun and so educational, and yeah, just I enjoyed the whole experience. Well, we like humans all become refugees. Ja, in einer gewissen Sinne versuche ich in jedem Film
speziell wenn es ein Film wie Independence Day oder meine anderen Filme, immer irgendwelche gesellschaftspolitischen Dinge einzubauen. Und wir haben uns lange darüber unterhalten, wie sieht eigentlich diese Welt aus, wie sieht unsere Welt aus, was ist anders. Und es ist halt so eine Welt, die vereinigt ist, weil wir von außen bedroht werden. Und das führt dazu, dass man natürlich den Ersten, der kommt, abschießt. Das ist auf der einen Seite das ist eine Botschaft, aber auf der anderen Seite ist es dann halt auch die Geschichte des Films. Das große Geheimnis ist bei ganz großen Bildern, ganz ehrlich, mit der Musik ein bisschen aus dem Weg zu gehen und die Bilder für sich sprechen zu lassen. Das ist der Trick, den ich persönlich vom größten Meister der Filmmusik gelernt habe, John Williams. Wenn die Bilder ganz groß werden, kann die Musik ganz dünn und zurückgezogen werden. We improvised a little bit. He's a brilliant director, as I said, and wildly passionate and spectacularly prepared, but loves actors and casts the top-notch actors around, myself not included, but wonderful people and kind people too on the set too. Marcus Fedor, you probably know, was the cinematographer, but the actors are kind, and then he likes collaboration, and we were tinkering with the script, you know, with these wonderful writers, Nick Wright and James A. Woods, and he encouraged us to get involved with them and you know, investigate it. And then on the set, so a lot of it was, some of it was blue screen, you know, and we were pretending to see things and making things up. And he said, you know, say whatever you want to say. And we did many takes, worked long hours, and then they found not the bad stuff, lots of bad stuff that I did, but something that was okay, and maybe will work, you know. But it was fun. Jeff Goldblum. Thank you. I was going to say Liam. Thank you. That's good. He's the smartest, most intelligent person you could bring. And he knows how to save the world. No. I'd bring you. I'd want to be with you. We're a good team. We're a good team. So fun. Das ist mit der Grund gewesen, warum ich mich eigentlich entschieden habe, ein Sequel zu drehen oder eine Fortsetzung oder wie man das immer nennen will, weil mir ist es plötzlich klar geworden, dass eigentlich 1995, 96, das fühlt sich so für mich als Filmemacher wie die Steinzeit an. Wir haben alles noch mit Modellen drehen müssen, Motion Control. Das kann man sich gar nicht vorstellen, eigentlich, wie man das überhaupt hinbekommen hat damals. Und heutzutage ist es eigentlich, man braucht keine Schere im Kopf mehr zu haben. Man kann eigentlich alles kreieren, was man kreieren will. Und das war für mich eigentlich schon klar, als ich Day After Tomorrow gemacht habe. Da ging das schon los, aber da waren immer noch ein paar Modelle dabei. Aber dann bei 2012 war alles im Computer generiert. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich irgendwann mal wir saßen da, Harald und ich, wir haben einen Film, die Nachbearbeitung gemacht in London und haben uns unterhalten und über 2012 unterhalten. Und Harald hat mich gefragt, so, was siehst du als Bild? Und ich gesagt, ich sehe Wasser kommt als Welle über das Himalaya. Und das hätte man in 1995, 96 nicht machen können. Heute kann man solche unmöglichen Bilder erzeugen. Und ich glaube, das ist viel, was meine Form von Filmen ausmacht. Dass man einfach unmögliche Bilder erzeugt, die fast surreal sind und damit halt was Neues erzeugt. Fantastic. Yeah, I was. We get shown sort of little snippets and rough ideas of what the special effects is going to look like at the end of the day, but I was very impressed. It looked very expensive. All of the special effects looked amazing. I thought it was wonderful. All the dog fighting, the flying scenes looked fantastic. I was very impressed. Yeah, I was also impressed and thrilled about it. You know, we did our best, and we thought and trusted that it would
work out, but you guys worked tremendously hard at it. They're not only spectacularly talented and got the best people around all over the world to work on these things feverishly and over time, but it was beautifully, I thought beautifully, artfully, all put together, and I was thrilled and relieved. Wir haben in den letzten 3-4 Jahren Instrumente, eines heißt N-Camera, wo man mehr oder weniger eine grobe Fassung auf der, alles was blau ist, sieht. Das hilft sehr viel, aber man muss immer noch, wie früher, ist meistens so, dass manchmal eigentlich noch ich bin der Einzige, der eigentlich weiß, wie das alles zusammenpasst. Das ist manchmal ganz seltsam und du versuchst immer irgendwie alles zu erklären, aber dann für den Schauspieler ist eigentlich nur die Aktion wichtig und für alle anderen, die müssen sich halt einfach auf mich verlassen und meistens funktioniert das. Aber es ist, glaube ich, schon ein spezielles Talent, sich das im Kopf alles so vorzustellen, sodass es alles passt. Und dann der wichtigste Mann für mich da ist der Kameramann, weil die Lichtrichtung muss immer stimmen. Und dann muss ich dann auch manchmal dem Markus sagen, also Markus, jetzt, das ist die andere Seite, da musst du jetzt das Licht auf die andere Seite machen und so. Aber das ist eigentlich ein relativ spielerischer Prozess, wenn man das nicht so ernst nimmt. Man sollte das nie ernst nehmen, die Arbeit. Das muss Freude sein. Der Markus, den habe ich eingeladen in mein Büro und der hat dann eine halbe Stunde geredet. Ich habe überhaupt nichts gesagt. Ja? Eine halbe Stunde geredet und hat mir genau erklärt, wie ich Stonewall drehen muss. Ja? Und das haben wir dann gedreht und das sah super aus. Und dann, während wir eigentlich gedreht haben, habe ich gesagt, do you want to kind of shoot Independence Day Resurgence, you know? Und das war so witzig, weil der Markus, ich habe das nicht gewusst, aber der hat in Interviews gesagt, er ist eigentlich nur zum Film gekommen, weil er Independence Day gesehen hat. Was für echt eine super große Sache und ich glaube, der hat eine wirklich tolle Arbeit geleistet. Ich habe ihm gesagt, du musst jetzt Kamera machen, bis ich nicht mehr drehen kann. Und er ist viel jünger als ich, von daher.